Moin, heute gibt es das zweite Video zu den Wellen von Lagravier. Moin, Carsten hier mit einer neuen Folge Carsten fotografiert. Heute wuselige Wellen. Nachdem ich im letzten Video, das ich hier oben verlinkt habe, kurz erklärt habe, wie ich die Fotos am Strand von Lagravier gemacht habe, geht es heute um die Nachbearbeitung. Dazu habe ich mir jetzt mal eins der Fotos exemplarisch herausgesucht. Und das werden wir jetzt als erstes in Capture One nachbearbeiten. Nicht besonders dramatisch, einfach nur ein paar Einstellungen machen. Und danach werde ich den letzten Schliff in Affinity Photo machen. Hier haben wir jetzt das Foto in Capture One. Wo haben wir es hier? Da ist es drin. Und wir sehen, dass es definitiv ein klein wenig zu dunkel ist. Das heißt, ich werde jetzt hier einmal ein wenig an der Belichtung drehen. So eine halbe bis zu einer Drittel Blende, das sieht eigentlich gar nicht schlecht aus. Auch an der Sättigung können wir ein klein wenig drehen, nicht zu viel. Ich werde dann noch mal ein wenig an den Schatten, die werde ich ein wenig anheben. Das macht hier an der Seite die Vignettierung ein bisschen geringer. Dann haben wir hier diese wunderbaren Streifen in der Brandung dieser Langzeitaufnahme. Ist übrigens mit 4 Sekunden belichtet. Und da können wir jetzt noch ein wenig an den Weißwerten drehen, die so ein bisschen anheben und auch die Highlights anheben. Und den Schwarzpunkt ziehe ich so einen Tick nach unten. Aber wir sehen, da passiert nicht besonders viel. So, was brauchen wir noch? Ich werde jetzt hier noch ein klein wenig an der Klarheit drehen. Ganz sanft nach oben ziehen, nicht zu viel. Und nochmal die Kurven anschauen. Dort können wir nochmal so eine kleine S-Kurve drauflegen, so ganz sanft. Wir wollen das nicht zu krass aufziehen und damit bin ich eigentlich hier schon zufrieden, abgesehen vom Horizont. Der Horizont sieht ein bisschen merkwürdig aus, also werde ich hier nochmal am Horizont so ein klein bisschen das ist wirklich nur ganz zart. Und damit bin ich eigentlich schon sehr zufrieden mit dem, was ich hier in Capture One mache. Jetzt gehe ich nach Affinity Photo. Dazu öffne ich diese Variante zum Editieren in Affinity Photo. Ich benutze dazu im Moment die Beta-Version, weil ich im Beta-Programm mit drin bin. Dabei exportiert jetzt Capture One das Bild als TIFF. Das ist jetzt nicht gerade das Optimum, wenn es um platzsparende Bilderverwaltung geht, aber ich habe zwei Vorteile. Erstens bleibt das Bild weiterhin im Katalog liegen und ich habe nichts außerhalb meines Capture One Kataloges. Und im TIFF kann ich fast alle Einstellungen und fast alle Editiervorgänge, die Ebenen betreffen, von Affinity übernehmen. Ich muss das Bild nicht flach klopfen, sondern ich behalte meine Einstellungsebenen innerhalb des TIFFs. Nachteil ist, das Bild ist relativ groß, aber ich brauche das ja nur so lange in dieser Variante behalten, solange ich noch an dem Bild editiere. Was passieren kann, wenn ich mehrere Bilder bearbeite und einen einheitlichen Look erzeugen möchte. Was ich an diesem Bild besonders schön finde, sind die Gistspuren hier in dem mittleren grünen Streifen, in der mittleren Welle, zwischen den Weißwasser hier vorne und der hier hinten brechenden großen Welle draußen. Das finde ich besonders spannend und das ist etwas, das ich herausarbeiten möchte. Was ich jetzt aber als erstes tun werde, weil ich erzählen will, wie ich alle meine Bilder bearbeitet habe, mache ich das jetzt hier einmal exemplarisch. Als erstes dupliziere ich mir meinen Hintergrundlayer zweimal. Den obersten brauchen wir jetzt erstmal nicht, der kommt später dran. Das hier, der mittlere, wird jetzt mein Blur und Glow Layer. Und zwar lege ich mir jetzt hier als erstes mal einen Standard Gauss Blur drauf. Und mal schauen, so ungefähr 12 Pixel, 13 Pixel. Diesen Filter da drauf. Als nächstes, ich mache diese Ebene mal auf,
Als nächstes kommt nochmal ein Glühen da drauf, und zwar dieses Diffuse Glow. Der macht diese weißen Flächen zu krassen weißen Flächen, die wirklich stark hervorstechen und überstrahlt das Ganze so ein bisschen. Und wir können hier mit den Reglern ein klein wenig daran drehen, wie stark wir dieses Überstrahlen haben wollen. Ich mache das jetzt mal ein bisschen stärker rein. So stark will ich das nachher nicht haben. Ich kann diese Filter ja nachher jederzeit nochmal wieder ändern. Und auch die Wirkung des Layers, indem ich die Deckkraft des Layers rauf oder runter ziehe, kann ich die Wirkung dieses Filterlayers beliebig anpassen. Damit haben wir jetzt hier eine ganze Menge Konturen und Ähnliches auch verloren. Und da kommt jetzt der zweite Layer, den ich dupliziert habe, ins Spiel. Bei dem Layer gehe ich jetzt hin und mache dabei eine Frequenzseparation. Frequenzseparation ist eine Bearbeitungstechnik, mit der man das Bild in zwei Ebenen aufspaltet, nämlich einmal die niederfrequenten Farbflächen und auf der anderen Seite die hochfrequenten Kanten. Das eignet sich dann sehr gut dazu. Wir sehen jetzt hier auf diesem Bild, das habe ich ein bisschen zu stark gemacht, sehen wir hier die Konturen der Wellen und hier nur noch die Farbflächen. Und es entstehen danach zwei unterschiedliche Ebenen. Ich bin jetzt hier mal so bei 15, 16 Pixeln und mache Apply. Nachdem ich das getan habe, sieht jetzt alles identisch aus. Ich nehme mal die beiden unteren Ebenen und schalte sie aus. Sieht genauso aus wie die Hintergrundebene des ursprünglichen Bildes. Ich schalte jetzt mal die hochfrequenten Anteile heraus. Das sind die, die die Kanten machen. Und dabei wird das gesamte Bild nur noch flächig. Und wenn ich jetzt hier das umschalte, sieht man hier die Konturen der Wellen. Und das ist das, worauf es mir in diesem Falle ankommt. Die packe ich nämlich jetzt auf die ursprünglichen beiden Ebenen wieder mit drauf und kann jetzt hier sagen, okay, die Konturen hier unten möchte ich nicht. Ich habe jetzt hier besonders schön die Konturen dieser Welle mit den Gishtspritzern hier oben, die rausgearbeitet sind, und die Gistspuren hier in der mittleren Welle. Hier vorne ist mir das alles viel zu viel und viel zu viel Kontur. Jetzt gucken wir mal nach, was passiert, wenn ich das so rausnehme. Verlieren wir hier Zeichnung in dem mittleren Bereich. Da wollen wir sie aber haben, in dem unteren Bereich nicht. Und dazu lege ich jetzt auf diesen Layer nochmal eine Maske drauf. Diese Maske ist jetzt erstmal komplett weiß und ich zeichne jetzt hier mit dem Gradiententool. Möchte ich es irgendwo weiß haben. Ich ziehe mir das jetzt nach oben, damit ich das ein bisschen besser erkennen kann. Die Zeichnung möchte ich hier verschwinden lassen. Und man sieht sehr schön den Unterschied, wenn ich die Maske ein- und ausschalte, dass die Zeichnung hier unten nicht so stark ist wie hier oben. Das kann ich noch ein bisschen weiter runterziehen. Wenn ich hier hinten das nicht komplett auf durchsichtig schalten will, sondern ein bisschen Zeichnung haben möchte, dann ändere ich halt meinen Gradienten hier in Schwarz, den Schwarzton auf ein Grau und kann damit sehr schön bestimmen, wie viel von diesem Hochfrequenzanteil in dem Bild landet. Wenn ich damit fertig bin und damit das Bild so weit bearbeitet habe, wie ich es mag, dann gehe ich auf Speichern, sage Save with the Layers oder Speicher mit Ebenen. Das dauert jetzt ein bisschen, das Bild wird auch relativ groß, aber das interessiert mich jetzt erstmal nicht. Und wenn ich von hier aus jetzt zu Capture One wechsle, sehe ich hier mein TIFF mit den subtilen
aber deutlichen Kontraständerungen in diesen weißen Bereichen. Und genau auf diese Art und Weise habe ich auch meine ganzen anderen Bilder bearbeitet. Dabei sind die Gewichtungen zwischen den einzelnen Filtern, dem Blur, dem Glow und dem Teil der Frequenzseparation, dem Hochfrequenzanteil, jeweils deutlich unterschiedlich. Das muss man an jedes einzelne Bild anpassen, aber diese Komponenten sind in allen den Bildern vorhanden. Wenn euch das gefallen hat, dieses Video, dann lasst doch ein Like da, Fragen oder Anregungen in die Kommentare und abonnieren und auf die Glocke klicken oder so ähnlich. Bis dann, bis zum nächsten Mal. Tschüss.